Hallo Leute, ich melde mich mal wieder mit einem Update. Das letzte ist, glaube ich, jetzt 4 Monate her, oder? Und jetzt ist 8 Monate die Zahnspange raus. Also ist schon etwas Zeit vergangen für ein Resümee oder, naja, ich würde eher sagen, Zwischenbericht von der Baustelle. Aber ich fange mal von vorne an. Ich habe ja im Januar mein Baby bekommen. Und gewöhnlich war die Wochenbettzeit immer die größte Herausforderung für meine ganze CMD-Geschichte. Also da hatte ich immer die schlimmsten Verspannungen und Zahnschmerzen und mir ging es richtig, richtig schlecht. Das letzte Wochenbett war dann, als ich in der Behandlung war mit Zahnspange, und da ging es mir richtig gut und super ohne Verspannungen, weil da hatte ich ja die Aufbauten unten drauf und hat sich alles so gut angefühlt. Nur, dass ich nicht richtig kauen konnte mit den Aufbauten, aber Verspannung hatte ich keine. Ja, jetzt war es der erste Test mit dem neuen Biss quasi. Der erste harte Test. Ja, was soll ich sagen? Es war definitiv viel besser als vorher. Aber es war nicht so gut wie mit den Aufbauten drauf. Das lag daran, dass ich hier vorne so einen komischen Kontakt hatte, der mich total gestört hat. Na, total. Mit der Zeit fängt es an zu stören. Ne? Wenn man denkt, es stört gar nicht so, aber vergehen dann die Wochen, dann findet man das Ganze nervig. Also ich hatte hier so einen Kontakt, der gestört hat. Ich konnte hier also so vorne und hinten hatte ich gar keinen Kontakt. Und hier aber ist immer Kontakt. Das ist das Komische. Und das Komische war auch, dass ich ganz am Anfang, als die Zahnspange rauskam, bevor die Retainer reinkamen, dass ich da, nachdem dann der als eine Inlay eingeschliffen wurde, Kontakt auf beiden Seiten hatte. Also irgendwas war komisch. Jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, beim nächsten Termin lässt du den Kontakt da korrigieren, also abschleifen. Und wenn es dann nicht passt, dann ist es wahrscheinlich irgendwas nicht mit den Zähnen nur, sondern irgendwas mit der ganzen Statik und dann musst du mal zum Osteopathen oder so gehen. Ja, dann war ich Mitte März also, war ein Termin für meinen Sohn, der ja noch den Lingualbogen hat, oben und unten. Und da habe ich das machen lassen und dann hatte ich Kontakt. Da und da, aber da hinten nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist komisch. Eigentlich sollte ich auf der ganzen Fläche Kontakt haben, weil das sind ja nicht überall Inlays und wieso habe ich nur links Kontakt und hier vorne und nicht da hinten. Also irgendwas haut nicht hin. Ja, dann habe ich das Glück gehabt, weil ich habe bis jetzt noch keinen guten Osteopathen, wo ich mal eben schnell hingehen konnte, hier in der Nähe gehabt. Aber über eine Freundin habe ich einen kennengelernt, oder eine, besser gesagt. Und da war ich dann. Aber bis dahin, also zwischen Abschleifen von diesem Kontakt, da, bis ich dann beim Osteopathen war, habe ich plötzlich wieder Verspannung in der Hüfte und sogar im Knie gekriegt. Also so Schmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen. So wie ich das vor der Behandlung auch schon mal hatte. Ganz komisch. Also ich habe schon gemerkt, dass irgendwas mit der Statik überhaupt gar nicht hinhaut. Also ich habe dann mit allem Möglichen rumexperimentiert. Ich habe dann versucht, in Rückenlage zu schlafen. Ich habe mit Retainer geschlafen, ohne Retainer geschlafen, nur in Rückenlage, Seitenlage rechts probiert, Seitenlage links probiert, mit Kopfkissen, ohne Kopfkissen. Also ich habe so ziemlich alles, was mir eingefallen ist, ausprobiert. Am besten geht Rückenlage. Also in der Rückenlage ist es okay. Da kann ich mit und ohne Retainern schlafen, ohne dass ich das Hauptproblem, dass ich auf diesen Sechser hier hinten drauf presse. Also so, dass der halt immer empfindlich ist. Das ist besser geworden, nachdem ich dann meine Retainer nochmal unter die Lupe genommen habe und festgestellt, dass der Retainer im Unterkiefer, da waren hinten noch die Weisheitszähne quasi dran, also die Abdeckung für die Weisheitszähne. Und das stand so hoch, weil die auch so ein bisschen hoch steht. Und da habe ich dann ein bisschen rum überlegt, was das sein könnte und habe mir gedacht, ich glaube, ich beiß da drauf. Warum auch immer, ich beiß da drauf. Wenn ich die abschneide, also irgendwie schlimmer kann es ja nicht werden, da für diesen Zahn, weil ich habe echt Bange gehabt um diesen Zahn. Also habe ich die abgeschnitten und damit ist es besser. Aber es ist nicht komplett weg. Es ist mal mehr, mal weniger. Das ist komisch. Naja, jedenfalls war ich dann vor 2 Wochen ungefähr bei der Osteopathin. Ich weiß nicht, nennt sich nicht Osteopathin, aber die kann das alles so. Triggerpunkt, Massage und also das Gestell, gerade Rücken quasi.
Und bis dahin hatte ich nur Kontakt auf der Seite von Zähnen und da. Also der Kontakt reichte von hier bis da und da hinten aber nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich halt irgendwie Hüftschmerzen und Knieschmerzen hatte. Und selbst im Schlaf, wenn ich ohne Retainer geschlafen habe, habe ich schon Knieschmerzen gekriegt. Ganz schräg. Also jedenfalls hat die mich dann bearbeitet, hat festgestellt, dass ich, wie ich auch schon gemerkt habe, dass das linke Bein bei mir das Dominante ist. Also ich stehe vorwiegend auf dem linken und alles andere wird so irgendwie komisch rangezogen. Also da schief und der Kiefer öffnet auch immer noch nicht ganz gleichmäßig, aber es war vorher schlimmer. Ja, die hat so einiges gemacht und als sie fertig war, hatte ich Kontakt auf beiden Seiten. Also auf der immer noch ein bisschen mehr als auf der, aber und jetzt habe ich das immer noch. Also das hat sich erhalten, wo ich sehr froh bin. Also weiß ich jetzt auch, dass das Problem nicht bei den Zähnen liegt. Vielleicht hätte ich das Einschleifen auch früher abbrechen sollen, ich weiß es nicht. Aber ich bin froh, dass es jetzt wieder besser hinhaut mit dem Kontakt. Also ich merke immer noch, dass die Dominanz auf der Seite ist, aber meine Zähne berühren sich auch rechts, wenigstens wieder hier hinten die Backenzähne. Dadurch haben die Knieschmerzen sind quasi fast komplett verschwunden und die Hüftverspannungen sind weniger geworden. Aber ich merke es noch. Jetzt habe ich wieder einen Termin am 5. Die hat halt noch so ganze Zwerchfell-Brustwirbelsäulenbereich noch nicht geschafft zu bearbeiten. Und meinte wohl auch, wenn der Körper schon immer quasi in dieser Fehlhaltung ist, dann dauert es ein bisschen. Aber ich habe jetzt die Zeit seit dieser Behandlung gemerkt, dass mein Körper sich irgendwie versucht neu zu justieren. Also irgendwie einen Tag tut es mal hier weh, einen Tag da und irgendwie ist es so alles so am Rumeiern, habe ich das Gefühl. Also das ist so, mal gucken, was bei rauskommt. Also jetzt schlafe ich momentan ohne Retainer. Nur zum Mittagsschlaf mache ich ihn rein, weil der Retainer, ich weiß nicht, der stört mich. Das ist irgendwie, also zum Mittagsschlaf die 1 Stunde, damit der Biss an seinem Platz bleibt, aber irgendwie werde ich mit dem nicht so richtig doll warm, muss ich echt sagen. Und nachts schlafe ich ohne und das funktioniert gut seit der osteopathischen Behandlung. Also vorher hatte ich ja dann Knieschmerzen und so gekriegt, weil ich hier keinen Kontakt habe, aber jetzt habe ich Kontakt und kann ich gut schlafen. Nur ich muss möglichst in Rückenlage schlafen, weil wenn ich in Seitenlage schlafe, fange ich an, wieder auf diesen armen kleinen Sechser da hinten drauf zu beißen. Heute Nacht ich schlafe halt gerne in Seitenlage, ne? Das ist immer so, dann habe ich wieder ein paar Tage in Rückenlage geschlafen und denke mir, ach so, jetzt schläfst du wieder mal auf der Seite, gibst du dir das mal, gönnst es dir, dann merke ich gleich früh auf, wenn ich aufwache, wieder diesen Zahn. Das ist so nervig. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann wieder normal wird. Aber ja, das ist halt, der ganze Körper ist halt eine Baustelle, ne? Das sind nicht nur die Zähne. Und ich hoffe, dass das jetzt über die Osteopathie so weit der Körper wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden kann, dass das da aufhört. Und auch, dass das mit der Hüfte, also ich habe gerade das Gefühl, also eigentlich ist es bei mir immer so, dass das linke Bein dominant war und das rechte so, habe ich nicht so richtig drauf gestanden. Dadurch ist das linke quasi verkürzt durch die muskuläre Anspannung in der Hüfte und das rechte ist länger und wenn ich laufe, habe ich das Gefühl, das rechte Bein ist zu lang und ich laufe irgendwie auf Eiern und so. Aber ja, ich hoffe, dass die Behandlung da was in Bewegung gebracht hat und in Bewegung bringt, dass der Körper mehr symmetrisch funktioniert. Weil auf Dauer ist das ja für nichts gut. Also das ist auch für die Gelenke nicht gut, wenn die überlastet werden und für den Zahn auf jeden Fall auch nicht. Ja. Genau, das ist der aktuelle Stand. Ich habe es nicht vergessen, dass ich ein Vorher-Nachher machen wollte von meiner Zahnspangengeschichte. Habe ich noch nicht geschafft. Mein Baby ist jetzt 3 Monate. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich dazu komme. Aber die Bilder und alles habe ich schon. Also habe ich mir schicken lassen vom Zahnarzt. Ja. Sonst, das war, glaube ich, alles, was ich euch erzählen wollte. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Mal gucken, wenn es wieder was gibt, erzähle ich was. Ich hoffe, dass das irgendwann noch so wird, dass ich keine Schmerzen habe. Ne? Zwischendurch mit den Aufbauten war es ja richtig gut, aber die kann man ja nicht dauerhaft behalten. Und klar, ich hoffe, mein Körper kriegt das nochmal hin irgendwann. Aber ich habe das ja schon immer. Ne? Also ich habe das, solange ich denken kann, habe ich diese Linksdominanz. Ich habe auch immer, wenn ich auf dem Boden gesessen habe, habe ich immer auf der linken Seite gesessen und die Beine nach rechts gemacht. Andersrum konnte ich gar nicht. Also das ist schon, solange ich denken kann. Deswegen, ja, wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis das wieder gerade gerückt ist. Aber naja, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Bis dann. Tschüss.